Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier bist. Lass uns beginnen. In diesem Video hörst du zuerst eine interessante Geschichte. Danach folgt ein unterhaltsamer Dialog zwischen zwei Personen. Im Anschluss gibt es Übungen inklusive Lösungen, damit du direkt alles wiederholen kannst. Am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung des neuen Wortschatzes. Sie öffnet die Tür und sieht, dass alles auf dem Boden liegt. Die Küche ist ein Chaos. Mehl ist überall. Ihr Sohn steht mitten im Raum und lacht. Julia weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Julia ist 34 Jahre alt. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung in München. Ihr Mann arbeitet viel und ist oft nicht zu Hause. Meistens ist sie allein mit ihrem Sohn. Das ist manchmal sehr schwer für sie. Julia arbeitet als Lehrerin in einer Grundschule. Sie liebt ihren Beruf sehr. Aber nach der Arbeit ist sie oft müde. Sie kommt nach Hause und es gibt immer viel zu tun. Kochen, putzen, waschen. Die Liste ist lang. Sie ist eine ruhige Frau. Sie spricht nicht viel, aber sie denkt viel. Sie liebt ihre Familie mehr als alles andere. Aber manchmal fragt sie sich, ob sie alles richtig macht. Diese Frage macht ihr Angst. Ihr Sohn heißt Leon. Leon ist 5 Jahre alt. Er hat große braune Augen und immer schmutzige Hände. Leon lacht sehr viel und sehr laut. Er ist das Gegenteil von seiner Mutter. Leon rennt immer. Er springt über alles. Er fragt 1000 Fragen am Tag. Julia antwortet geduldig auf jede Frage. Das kostet viel Energie, aber sie macht es gerne. Leon liebt Tiere sehr. Er findet überall Käfer und Würmer. Er bringt sie nach Hause in seinen Taschen. Julia findet das nicht immer schön, aber sie sagt meistens nichts. Die beiden sind sehr verschieden, aber sie gehören zusammen. Das weiß Julia. Das weiß auch Leon auf seine eigene Art. Eines Morgens wacht Julia früh auf. Es ist Samstag. Sie hört nichts aus Leons Zimmer. Das ist ungewöhnlich. Sie steht schnell auf. Leon ist nicht in seinem Bett. Julia geht in die Küche. Sie bleibt an der Tür stehen. Ihr Herz schlägt schnell. Dann sieht sie es. Leon steht auf einem Stuhl vor dem Herd. Er hat einen Topf in der Hand. Er ist sehr konzentriert. Er versucht, Frühstück zu machen. Er will das alleine tun. Julia sagt nichts. Sie atmet tief. Sie schaut nur zu. Leon nimmt ein Ei aus dem Kühlschrank. Das Ei fällt auf den Boden. Leon schaut das Ei an. Er schaut seine Mutter an. Er wartet. Julia lächelt. Leon lächelt auch. Zusammen putzen sie den Boden. Julia erklärt, wie man ein Ei hält. Leon hört aufmerksam zu. Er hält das nächste Ei sehr vorsichtig. Dieses Mal fällt es nicht. Sie kochen zusammen. Es dauert sehr lange. Die Eier sind am Ende ein bisschen zu dunkel. Aber Leon ist sehr stolz. Das ist das Wichtigste. Sie frühstücken am Tisch zusammen. Leon isst sein selbstgemachtes Ei sehr langsam. Er genießt jeden Bissen. Julia schaut ihn an und fühlt etwas Warmes in ihrer Brust. Sie fühlt sich glücklich. Die Wochen gehen weiter. Es gibt viel Arbeit. Julia ist oft müde. Aber sie denkt oft an das Ei auf dem Boden und sie muss immer lächeln. Dann passiert etwas Neues. Leon kommt aus dem Kindergarten nach Hause. Er hat ein Bild gemalt. Das Bild zeigt 2 Personen. Darunter steht:
Mama und ich. Julia nimmt das Bild in die Hand. Sie schaut es lange an. Die beiden Personen auf dem Bild haben ein großes Lächeln. Leons Lächeln kennt sie gut, aber das andere Lächeln, das ist auch ihres. Sie hängt das Bild an die Kühlschranktür. Jeden Morgen sieht sie es. Es ist ihr Lieblingsding in der Wohnung. Mehr als das neue Sofa, mehr als der große Fernseher. Eines Nachmittags ist Leon traurig. Er sagt kein Wort. Er sitzt am Fenster. Er schaut in den Regen. Das ist sehr ungewöhnlich für ihn. Julia setzt sich neben ihn. Sie fragt nichts. Sie ist einfach da. Sie sitzen zusammen und schauen den Regen an. Das Schweigen ist nicht schwer. Es ist warm. Nach einer Weile sagt Leon etwas. Sein bester Freund im Kindergarten will nicht mehr mit ihm spielen. Das tut ihm sehr weh. Julia hört zu. Sie unterbricht nicht. Sie erzählt Leon von ihrer eigenen Kindheit. Damals hatte sie auch eine Freundin, die plötzlich weg war. Es hat wehgetan, aber es wurde besser. Leon hört sehr aufmerksam zu. Er weiß, dass seine Mutter die Wahrheit sagt. Am nächsten Tag geht Leon wieder in den Kindergarten. Er ist ein bisschen nervös, aber er geht. Julia schaut ihm nach. Sie ist stolz. An diesem Abend kocht Julia Leons Lieblingsessen: Spaghetti mit Tomatensauce. Leon kommt nach Hause und riecht es sofort. Er rennt in die Küche. Er ist wieder glücklich. Sie kochen jetzt oft zusammen. Leon hat eine kleine Schürze. Sie ist rot mit gelben Sternen. Leon trägt sie sehr gerne. Er fühlt sich wie ein richtiger Koch. Manchmal macht Leon Fehler. Er schüttet zu viel Salz in die Suppe. Er vergisst das Wasser für die Nudeln. Julia schimpft nicht. Sie zeigt es einfach noch einmal. Das ist ihre Art zu lehren, in der Schule und zu Hause. Sie erklärt, sie zeigt, sie wartet. Leon lernt schnell. Er ist neugierig auf alles. Ein Wochenende im Herbst fahren sie in den Park. Die Blätter sind orange und gelb. Leon sammelt so viele Blätter wie möglich. Seine Taschen sind voll. Julia hilft ihm tragen. Sie bauen zusammen einen großen Blätterhaufen. Leon springt hinein. Er lacht so laut, dass andere Leute schauen. Julia springt auch hinein. Sie lacht genauso laut. Ein alter Mann auf einer Bank lächelt sie an. Julia lächelt zurück. Leon winkt dem Mann zu. Der Mann winkt zurück. Alles ist einfach und schön. Auf dem Weg nach Hause hält Leon Julias Hand. Einfach so, ohne Grund. Julia drückt die kleine Hand. Leon drückt zurück. Zu Hause macht Leon wieder eine Entdeckung. Er findet eine Spinne unter dem Sofa, eine sehr große Spinne. Julia mag keine Spinnen, das weiß Leon sehr gut. Leon bringt die Spinne sehr vorsichtig nach draußen. Er rettet sie. Er kommt zurück und sieht seine Mutter an. Er sagt: „Ich habe sie weggebracht. Du musst keine Angst haben." Julia lacht, vielleicht ein bisschen verlegen, aber sie ist auch gerührt. Ihr kleiner Sohn passt jetzt auf sie auf. Die Monate vergehen. Leon wird größer. Seine Fragen werden komplizierter. Aber Julia antwortet weiter geduldig. Das bleibt gleich. Dann kommt der Abend vor Leons erstem Schultag. Leon kann nicht schlafen. Er hat Angst. Julia sitzt auf seinem Bett. Sie erzählt eine Geschichte. Die Geschichte handelt von einem kleinen Mädchen.
Dieses Mädchen hat am ersten Schultag auch Angst. Aber dann findet es eine Freundin und dann noch eine. Und der erste Schultag wird ihr bester Tag. Leon hört zu mit offenen Augen. Er fragt, ob die Geschichte wahr ist. Julia denkt kurz nach, dann sagt sie ja. Sie lügt nicht. Es ist ihre eigene Geschichte. Leon schläft ein. Julia sitzt noch eine Minute. Sie schaut ihren Sohn an. Die kleinen Hände liegen ruhig auf der Decke. Sie denkt an das Ei, an das Bild, an die Spinne. Sie steht auf. Sie geht raus. Sie schließt die Tür leise. Sie geht in die Küche. Sie setzt sich hin und atmet. Sie ist müde. Sie ist sehr müde. Aber es ist eine gute Müdigkeit. Die Art von Müdigkeit, die man gerne hat. Die Müdigkeit nach einem wirklich guten Tag. Am nächsten Morgen stehen sie früh auf. Leon trägt seinen neuen Rucksack. Er ist zu groß für ihn, aber Leon trägt ihn mit großem Stolz. Julia macht ein Foto. Sie gehen zusammen zur Schule. Leon hält Julias Hand. Dann, an der Schultür, lässt er los. Er geht allein weiter. Er dreht sich einmal um und winkt. Julia winkt zurück. Sie schaut ihm nach. Leon geht durch die Tür. Julia steht allein auf dem Schulhof. Sie lächelt. Sie denkt, das ist es, genau das. Nicht die perfekten Abende, nicht das perfekte Essen, sondern dieser Moment, dieser kleine Rücken mit dem großen Rucksack. Sie geht nach Hause. Sie kocht Kaffee. Sie schaut das Bild an der Kühlschranktür an, die beiden Personen mit dem großen Lächeln. Sie lacht leise, allein in der Küche. Heute Nachmittag kommt Leon nach Hause. Er hat 2 neue Freunde. Er erzählt alles auf einmal, sehr schnell. Julia hört zu und nickt. Sie fragt nach jedem Detail. Leon ist glücklich. Julia ist glücklich. Die Küche ist wieder ein bisschen unordentlich. Leons Schuhe liegen in der Mitte des Flurs. Alles ist normal, alles ist gut. Mama, Mama, ich bin zurück. Hallo Leon, wie war dein Tag? Sehr gut, super gut. Wirklich? Erzähl mir alles. Ich habe 2 neue Freunde. 2 neue Freunde. Wow. Ja, Felix und Noah. Felix und Noah. Schöne Namen. Felix hat eine rote Jacke. Und Noah? Wie ist Noah? Noah lacht immer, er ist lustig. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir sitzen zusammen in der Klasse. Und dann? Noah hat mich gefragt, willst du spielen? Das ist schön. Was habt ihr gespielt? Fußball, im Schulhof. Kannst du gut Fußball spielen? Ja, ich habe ein Tor gemacht. Ein Tor. Das ist toll, Leon. Felix auch, er ist sehr schnell. Wer hat gewonnen? Wir, unser Team. Fantastisch. Und wie war die Lehrerin? Frau Berger, sie ist nett. Hat sie viel erklärt? Ja, Buchstaben und Zahlen. Welche Buchstaben? A, B, C. Die kenne ich schon. Natürlich kennst du sie schon. Ich war der Erste. Frau Berger war froh. Du hast gut aufgepasst. Mama und Tim, soll ich die erzählen? Ja, unbedingt. Was ist mit Tim? Ich habe mit ihm geredet, heute Morgen. Wirklich? Und Er hat ja gesagt. Wir sind wieder Freunde. Leon, das ist wunderbar. Es war einfach, nur ein Satz. Welcher Satz? Wollen wir wieder Freunde sein? Genau das haben wir gesagt, oder? Ja, du hattest recht, Mama.
Du warst sehr mutig heute. Ein bisschen hatte ich Angst. Das ist normal, aber du hast es gemacht. Ja, ich habe es gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Mama, ich habe jetzt 3 Freunde. Tim, Felix und Noah. Genau, 3. Das ist viel besser als gestern, oder? Gestern war ich so traurig. Und heute? Heute bin ich so glücklich. Das sehe ich. Deine Augen leuchten. Was bedeutet leuchten? Das bedeutet hell und froh. Wie eine Lampe? Ja, genau wie eine Lampe. Dann leuchten deine Augen auch, Mama. Ja, wegen dir. Morgen spielen wir wieder Fußball. Alle zusammen? Tim, Felix, Noah und ich. 4 Leute. Ein richtiges Team. Ich bin der Kapitän. Hat das Team dich gewählt? Noah hat es gesagt. Also ja. Dann bist du der Kapitän. Mama, kann Felix mal zu uns kommen? Ja, natürlich. Wann möchtest du das? Bald, sehr bald. Wir fragen seine Mama. Und Noah auch? Einen nach dem anderen, Leon. Okay, dann zuerst Felix. Gut. Ich schreibe seiner Mama. Heute noch? Ja, heute noch. Super. Mama, Ja? heute war der beste Tag. Besser als gestern? Viel besser. 100-mal besser. Das freut mich sehr. Mama, ich hab Hunger. Natürlich hast du Hunger. 1. Nach dem Backen sieht die Küche schrecklich aus. Welches Wort passt? Die Küche ist ein A. Chaos, B. Rucksack, C. Schürze, D. Mehl. 2. Konjugiere das Verb schimpfen richtig. Julia ist eine liebe Mutter. Sie macht das nie. Julia nicht. A. Schimpfe. B. Schimpft. C. Schimpfen. D. Geschimpft. 3. Was trägt Leon auf seinem Rücken? Leon trägt seinen neuen A. Schürze, B. Mehl, C. Chaos, D. Rucksack. 4. Julia hat fast Tränen in den Augen, weil sie so emotional ist. Sie ist sehr A. Gerührt, B. Verlegen, C. Unordentlich, D. Ruhig. 5. Die weiße Zutat zum Backen liegt auf dem Boden. Ist überall. A. Die Schürze, B. Der Rucksack, C. Mehl, D. Geduldig. 6. Wenn man lacht, weil man ein bisschen unsicher oder schüchtern ist. Julia lacht ein bisschen A. Geduldig, B. Ruhig, C. Vielleicht, D. Verlegen. 7. Julia bleibt ganz entspannt und gibt dem Kind viele Antworten. Julia antwortet auf jede Frage. A. Gerührt, B. Geduldig, C. Vertauscht, D. Unordentlich. 8. Jetzt ist das Kind wie ein Erwachsener und die Mutter wie ein Kind. Die Rollen haben sich A. Vertauscht, B. Geschimpft, C. Gelacht, D. Gehabt. 9. Was zieht Leon an, damit seine Kleidung beim Kochen sauber bleibt? Leon hat eine kleine A. Küche, B. Frage, C. Schürze, D. Antwort. 10. Es ist nicht sauber in der Küche. Die Küche ist wieder ein bisschen A. Unordentlich, B. Ruhig, C. Gerührt, D. Verlegen. Chaos. Chaos. Die Küche ist ein Chaos. The kitchen is chaos. Mehl. Flour. Mehl ist überall. Flour is everywhere. Ruhig. Calm. Sie ist eine ruhige Frau. She is a calm woman. Geduldig.
patient. Julia antwortet geduldig auf jede Frage. Julia answers every question patiently. Schimpfen, to scold. Julia schimpft nicht. Julia does not scold. Verlegen, embarrassed. Julia lacht, vielleicht ein bisschen verlegen. Julia laughs, maybe a little embarrassed. Gerührt, touched. Aber sie ist auch gerührt. But she is also touched. Vertauscht. Swapped. Die Rollen haben sich vertauscht. The roles have swapped. Unordentlich. Messy. Die Küche ist wieder ein bisschen unordentlich. The kitchen is a bit messy again. Die Schürze. Apron. Leon hat eine kleine Schürze. Leon has a small apron. Der Rucksack. Backpack. Leon trägt seinen neuen Rucksack. Leon carries his new backpack. Danke fürs Zuschauen. Wenn's dir gefällt, dann drück den Abo-Button für mehr Videos wie dieses von uns.